Na, erinnert ihr euch noch? Im letzten Teil haben wir uns spontan gegen einen Besuch der Staatslachklamm entschieden. Und das auch aus gutem Grund, denn heute kehren wir nochmal dorthin zurück. Wir machen dort etwas, das viele von euch sicher noch nicht kannten, ich vor diesem Urlaub auch nicht. Was das ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Und nicht nur das, im Anschluss fahren wir den Oberjochpass hinauf, die kurvenreichste Straße Deutschlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Bei Sonnenaufgang sind Kathi und ich wieder auf der Straße. Wir haben eine knappe Stunde Anfahrt zurück zur Staatslachklamm, wo wir um 9 Uhr morgens mit einem Guide verabredet sind. Wer von euch kann anhand der Hinweise denn bereits erraten, was wir heute machen? Hier noch ein kleiner Hinweis. Wir haben von unserem Guide einen Neoprenanzug erhalten und stiefeln damit zurück zur Klamm. Falls ihr es noch nicht wisst, ich verrate es euch. Erinnert ihr euch noch daran, was wir gestern machen wollten anstelle der Klammwanderung? Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Kathi hat sich Canyoning gewünscht und das kriegt sie jetzt auch. Das wird noch sehr, sehr interessant. Also ja. Wir haben uns schon ein bisschen vorgewarnt, was es alles so gibt. Ja, da bin ich mal gespannt. Feuer frei. Aber was ist Canyoning? Ja, genau das habe ich mich damals auch gefragt. Per Definition ist es das Begehen einer Schlucht von oben nach unten, das ist wichtig, nicht von unten nach oben, immer von oben nach unten mittels Abseilen, Klettern, Schwimmen oder sogar Tauchen. Und Springen. Einen ersten Geschmack bekommen wir direkt am Anfang der Klamm von einer anderen Gruppe. Denn während man bis ans andere Ende der Klamm wandert, sieht man bereits diverse andere Gruppen unten im Wasser und kann sich ausmalen, was einen wenig später selbst erwarten wird. Das Ganze geht ganz entspannt mit einem netten Spaziergang durchs Wasser los. Nichts Wildes. Aber bereits hier muss man aufpassen, wo man hintritt, die Strömung ist stärker als gedacht und die Steine sind erwartungsgemäß rutschig. Das Wasser wird aber schon bald tiefer und besonders die kleinen Leute unter uns müssen sich etwas mehr anstrengen. Sehr zur Belustigung der Wanderer, die einem vom Weg oben aus neugierig zusehen. Und schließlich sind die Tümpel so groß und tief, dass wir bequem ein Bad darin nehmen können. Ab einem gewissen Punkt kommen aber selbst große Leute nicht mehr so ohne weiteres weiter und man ist gezwungen, zum ersten Mal etwas Mut zusammenzunehmen und von den Felsen aus in den nächsten Tümpel zu springen. Badetag verpasst? Kein Problem. Spätestens ab dieser Stelle erklären euch die Wanderer oben am Geländer für vollkommen verrückt. Sobald man sich aber das erste Mal überwunden hat, macht es richtig Spaß. Aber ihr könnt es euch sicherlich schon denken, auch damit kommt man irgendwann nicht mehr weiter, denn die Felswände werden immer höher und höher. Und so klingt ihr euch ins Führungsseil an der Wand ein und folgt dem Weg einfach oberhalb der Wasserlinie. Bis man schließlich auch hier nicht mehr weiterkommt und sich kurzerhand in ein dunkles Loch abseilt, dessen Boden man von oben aus nicht sehen kann. Aber der Guide wird schon wissen, ob wir hier richtig sind, hoffen wir es mal. So geht das entlang der gesamten Strecke mehrere Male. Entweder man hangelt sich am Felsen entlang, lässt sich an Wasserfällen hinab oder wird in enge Höhlen abgeseilt. Und hier zeigt sich einmal mehr, dass man Kathi trotz ihrer überschaubaren Körpergröße keinesfalls unterschätzen sollte. In Momenten wie diesen ist sie größer als so mancher Kerl und geht furchtlos voran. Gegen Ende der knapp 500 Meter langen Tour wird es nochmal etwas ruhiger.
Man spaziert gemütlich im Bachbett, hier und da kann man nochmal in einen Tümpel springen, aber die Ruhe trügt, denn am Ende wartet noch das große Finale. Einleitend rutschen wir durch ein besonders schmales Stück, ehe sich für uns eine große Lichtung öffnet. Tja, und dann gibt es ein großes Wiedersehen. Erinnert ihr euch? Am Eingang der Klamm standen wir gestern vor dem 12 Meter hohen Wasserfall. Und den geht es jetzt runter. Sprichwörtlich, nämlich auf dem Rücken rutschend. Und hier muss ich gestehen, dass ich so meine Zweifel hatte. Von unten sieht der Fels komplett glatt aus. Von oben seht ihr aber überall Ecken und Kanten und entsprechend wichtig ist es, auf dem richtigen Gleitweg zu bleiben. Aber nach einigen aufmunternden Worten unseres Guides gebe ich mir einen Ruck und klatsche unten ins Wasser. Nicht sehr galant, aber ohne mir wie befürchtet das Steißbein zu zertrümmern. Kati ist da das komplette Gegenteil, die geht da vollkommen schmerzfrei runter, als wäre es nichts. Und damit haben wir es geschafft, alle leben noch und sogar meine genähte Hand hat es überstanden. Nicht weit hinter der Staatslachklamm führt die Alpenstraße dann bei Bad Hindelang über den Oberjochpass. Bei vielen Motorradfahrern ist diese Straße sicher bekannt, denn sie ist mit 106 Kurven die kurvenreichste Straße Deutschlands. Schaut euch mal diese Straßenführung an. Obwohl die Straße 106 Kurven hat, überbrückt man damit eigentlich nur 300 Meter Höhenunterschied. Das liegt daran, dass die heutige Straße zu einer Zeit geplant und gebaut wurde, als die Fahrzeuge größtenteils noch von Tieren gezogen wurden, die ebenso wie die ersten Autos keine allzu steilen Straßen erklimmen konnten. Daher ist die Straße zum Oberjoch bereits für damalige Verhältnisse breit und gut ausgebaut worden. Die B308, auf der wir seit dem Bodensee unterwegs sind, ist an dieser Stelle die zweithöchstgelegene Bundesstraße Deutschlands direkt nach dem Feldbergpass, den wir bereits im Schwarzwald gefahren sind. Ab dem Oberjochpass wird die B308 aber in Richtung Füssen zur B310. Ach so, entlang der gesamten Strecke könnt ihr auf eigenen Radwegen auch eure Oberschenkel quälen und ob ihr es glaubt oder nicht, das machen hier auch nicht gerade wenige. Aber so schön die Strecke ist, genießen konnte ich sie nicht wirklich. Ich bin die Strecke an diesem Tag 3-mal gefahren, um die besten Aufnahmen zu erhalten. Ich kann euch daher Aufnahmen zeigen, auf denen kaum etwas auf der Straße los ist. Oder ich zeige euch diese hier, auf denen salopp gesagt die Hölle los ist. Und dort ist definitiv die Hölle los. Direkt hinter Bad Hindelang seht ihr bereits, wie beliebt und stark frequentiert diese Straße ist. Es sind durchgehend 60 km/h erlaubt, aber wenn ihr überhaupt die Möglichkeit habt, mal so schnell zu fahren, könnt ihr euch glücklich schätzen, in der Regel ist man hier deutlich langsamer. Es ist so viel los, das geht einfach gar nicht. Motorräder, Autos, Fahrräder, Traktoren, alle auf einmal. Entweder man wird gedrängelt, weil sie hier stellenweise wirklich fahren wie die letzten Henker, oder man findet sich selbst in der Rolle des Dränglers, weil man eine Landmaschine oder ein Fahrrad vor sich hat. Kati attestierte der Straße hinterher nicht ohne Grund Nürburgring-Charakter. Entspanntes Fahren ist das hier definitiv nicht und das, obwohl die Polizei hier wirklich sehr präsent ist. Die Krönung ist aber diese Person hier vor mir. Ich bin zwar erst 30, vom Fahrstil aber eher der gemütliche Typ und deutlich älter. Für solche Fahrer und riskantes Überholen in Kurven habe ich absolut kein Verständnis übrig, vor allem nicht, wenn sie dabei nicht nur ihr eigenes Leben riskieren, sondern auch noch jemanden hinten drauf haben, für den sie Verantwortung tragen. Wenn die Sozia das hier mal sehen sollte, überleg es dir nochmal, mit dieser Person auf Tour zu gehen. Dein Leben ist ihm oder ihr jedenfalls nichts wert.
Würde Kati bei mir hinten drauf sitzen, ey, ich würde den Teufel tun und so aggressiv fahren. Naja, das war dann auch der Aufreger der Woche. Weiter geht's. Die Straße rauf nach Oberjoch ist nur knappe 6 Kilometer lang, ihr seid also trotz allem recht zügig, sprichwörtlich über den Berg. Und hinter dem geht es im nächsten Teil dann tiefer in die Bergwelt Bayerns. Nachdem wir das vermutlich berühmteste Schloss der Welt passiert haben, geht es nicht nur in Richtung der höchsten Berge unseres Landes, sondern sogar auf einen hinauf. Vergesst beim Abschalten nicht euer Feedback dazulassen und das Video euren Motorradfreunden weiterzuleiten. Ich danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.